Vor einiger Zeit kam ein Bekannter zu mir und erzählte mir, dass er im Taxi einen Muslim getroffen hat. Das war der Taxifahrer. Der Taxifahrer fragte ihn, bist du ein Muslim? Und mein Bekannter sagte, nein. Und der Taxifahrer sagte, schade. Und der Taxifahrer fragte weiter, wusstest du, dass Mohammed in der Bibel steht? Und er sagte, nein, davon habe ich schon nie was gehört. Und der Taxifahrer sagte, ja, dann schau mal nach. Und er schaute nach. Und er ging ins Internet und hat viele Homepages gesehen, in denen steht, dass Mohammed in der Bibel zu finden ist. Natürlich war er verwirrt. Irgendwann dann kam er zu mir. Gibt es wirklich Jahrhunderte bevor Mohammed geboren wurde, Prophezeiungen von ihm in der Bibel? Denn wenn es welche gibt, dann wäre das schon was Krasses. Warte. Schau dir erst einmal die Texte an, die das beweisen sollen. In der Bibel gibt es 2 Stellen, die von vielen Muslimen immer wieder genannt werden, in denen Mohammed direkt stehen soll. Nicht nur ungefähr, sondern eine direkte Prophezeiung. Hier die erste Stelle in Hohelied 5, Vers 16. Sein Mund ist voll Süße, alles an ihm ist begehrenswert, so ist mein Geliebter, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Hier steht das hebräische Wort Mahmadim. Und jetzt wird gesagt, Mohammed ist in diesem Wort direkt genannt und prophezeit. Also um ehrlich zu sein, das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Wird ja auch echt Mohammed genannt? Nein, da steht das Wort Mahmadim und nicht Mohammed. Damit es sich ähnlich anhört wie Mohammed, wird einiges verändert. Generell besteht die Wurzel oder der Stamm im Hebräischen ja aus 3 Zeichen und alles andere sind Zusätze. Die Wurzel heißt Chamad und bedeutet Begehren. Das Plural im wird von der Wurzel weggenommen, die Vorsilbe min aber wird dran gelassen. Und dann spricht man von Verfälschung bei den Vokalen. Und dann steht da Mohammed. Natürlich kann man sagen, dass die Vokale erst später dazu kamen. Doch zu diesem Text in Hohelied 5, Vers 16, wo Mohammed gestanden haben soll, gibt es keine einzige Handschrift, die das beweisen kann. Und zu der Zeit, als Mohammed lebte, kannten die Juden das Alte Testament so gut, jede offensichtliche Verfälschung, in welcher Form auch immer, wäre sofort aufgeflogen. Und in der Zeit vor Mohammed konnten sie den Text auch nicht absichtlich verfälschen. Warum denn auch? Sie kannten Mohammed ja gar nicht. Okay, das war zwar etwas schwer zu verstehen, aber es ist ja auch kein einfaches Thema. Und wenn man jetzt Mahmad nimmt, hört sich das schon ähnlich an wie Mohammed, oder? Findest du nicht? Okay, wenn du meinst. Doch, weil ein Wort sich ein bisschen ähnlich anhört, ist es nicht gleich dasselbe. Die Übersetzung für Mahmad ist klar. Das ist an sich kein Name, sondern das heißt im Hebräischen sowas wie Begehrenswertes. Und im Text wird es übersetzt mit dem, was einem lieb und teuer ist. Und jetzt sag du mir bei jedem Vers einmal selber, ob der Name Mohammed da reinpasst. 1. Könige 20, Vers 6. Doch morgen um diese Zeit werde ich meine Leute schicken, die werden deinen Palast und die Häuser deiner Diener durchsuchen und alles, was dir lieb und teuer ist, mitnehmen. Alles, was dir Mohammed ist, mitnehmen. Wie passt das denn als Prophetie? Jesaja 64, Vers 10. Der heilige, prächtige Tempel, in dem dich unsere Vorfahren priesen, ist niedergebrannt. Alles, was uns lieb und teuer war, ist vernichtet. Alles, was uns Mohammed war, ist vernichtet? Kennst du eine Prophetie dazu? Wieso wird über diese Verse von muslimischer Seite so wenig geredet? Das gleiche in Klagelieder 1, Vers 10 und so weiter. Du siehst, die Bedeutung von diesem Wort ist klar. Und auch in Hohelied 5, Vers 16 passt Mohammed schlecht in den Kontext der Geschichte. Es geht dort erst einmal um eine Liebesgeschichte, um einen Geliebten, der im gleichen Kapitel selber sagt, ich trinke meinen Wein und meine Milch. Wenn das dort Mohammed sein soll, dann hat er auch Wein getrunken. Das ist aber nicht Mohammed. Aber wieso hört sich es trotzdem so ähnlich an? Natürlich kann es sein, dass sich aus diesem Wort Mahmad ein Name entwickelt hat. Das passiert manchmal, wenn sich Sprachen ähneln. Aber guck mal, was das bedeutet, wenn man dieses Prinzip weiter benutzt. Zum Beispiel das hebräische Wort Dodi. Es wird hier übersetzt mit Geliebter im gleichen Vers. Und der Freund oder Geliebte von Prinzessin Diana wurde Dodi al-Fayed genannt. Dodi war ein berühmter Ägypter und viele kennen ihn. Aber wer würde sagen, dass er hier prophezeit ist? Niemand. Und das ist der gleiche Vers, in dem auch Mohammed prophezeit sein soll. Kannst du dir vorstellen, wie viele Namen mit diesem Prinzip zu finden sind? Ich selbst spreche kein Arabisch, aber man sieht schnell, dass Arabisch und Hebräisch sich ähnlich sind. Überhaupt alle semitischen Sprachen in dieser Gegend, Aramäisch,
oder die äthiopische Sprache Amharisch oder die eritreische Sprache Tigrinya haben viele Ähnlichkeiten. Man findet Wörter und Namen, die voneinander abhängig sind und sich entwickelt haben. Im Kommentar von dem Islamwissenschaftler Rudi Paré kann man einige Beispiele finden, wo arabische Wörter im Koran eine äthiopische, aramäische oder syrische Abstammung haben. Man muss also immer sehen, ob das Wort im Kontext ein Name sein soll oder ob die Sprache einfach ähnlich ist. Okay, kann sein, dass Mohammed hier nicht prophezeit wird. Aber hast du nicht vorhin von 2 Prophetien geredet? Wo steht denn die zweite?